Kind verliert sich kurz im Einkaufszentrum. Entschuldigung, bitte helfen Sie mir. Ich finde meinen Sohn nicht mehr. Bleiben Sie ruhig, wir finden ihn zusammen. Wie alt ist er? Er ist 5 Jahre alt. Vor 2 Minuten war er noch neben mir. Können Sie mir beschreiben, was er anhat? Ein rotes T-Shirt und blaue Turnschuhe. Hier, ich habe ein Foto. Danke, das hilft mir sehr. Wie heißt er? Er heißt Ben. Bitte, ich habe solche Angst. Ich verstehe Sie. Ich gebe seine Beschreibung sofort durch. Wo genau haben Sie ihn zuletzt gesehen? Ich habe ihn nicht gesehen, aber Sie waren gerade beim Spielzeugladen, oder? Ja, genau, dort drüben. Vielleicht ist er noch da. Meine Kollegin schaut sofort dort nach. Können Sie auch eine Durchsage machen? Mache ich sofort, einen Moment bitte. Vielen Dank, ich weiß nicht, was ich sonst tun soll. Das ist ganz normal, das passiert öfter, als Sie denken. Warten Sie, ich sehe ihn. Da hinten bei der Rolltreppe. Ich sehe ihn auch, er steht sicher da. Ben. Gott sei Dank, mein Schatz. Sehen Sie, alles ist gut ausgegangen. Hund läuft im Park weg. Entschuldigung, haben Sie vielleicht einen Hund gesehen? Einen kleinen braunen Hund mit weißem Fleck? Ja, genau. Das ist meiner, er heißt Rocky. Er ist vor 5 Minuten hier vorbeigelaufen. Wissen Sie, in welche Richtung er gelaufen ist? Richtung Spielplatz, glaube ich. Er ist von der Leine gerutscht, ich mache mir solche Sorgen. Keine Sorge, hier laufen viele Hunde frei herum. Trotzdem, er kennt sich hier noch nicht so gut aus. Warten Sie, ist das da vorne nicht Ihr Hund? Ja. Das ist er. Rocky, komm her. Er scheint Sie schon gesehen zu haben. Zum Glück, ich dachte schon, er ist weg. Ich halte ihn fest, kommen Sie ruhig näher. Vielen Dank, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Kein Problem, ich mag Hunde sehr gerne. Rocky, du darfst nie wieder so wegrennen. Er sieht Sie schon ganz schuldbewusst an. Ich muss die Leine wohl fester machen. Gute Idee. Ich wünsche euch noch einen schönen Spaziergang. Auto wird abgeschleppt. Warten Sie. Das ist mein Auto, was machen Sie da? Es tut mir leid, aber Sie standen im Halteverbot. Das kann nicht sein, ich war nur 10 Minuten weg. Schauen Sie, dort steht das Schild ganz deutlich. Oh nein, das habe ich wirklich nicht gesehen. Das passiert leider öfter, die Baustelle ist neu. Kann ich das Auto jetzt einfach mitnehmen? Es ist schon aufgeladen, ich muss es zur Wache bringen. Und was kostet mich das jetzt insgesamt? Mit Abschleppgebühr sind das etwa 200 €. Das ist wirklich sehr ärgerlich für mich. Das verstehe ich, aber ich kann leider nichts ändern. Wo genau kann ich das Auto denn abholen? Hier ist die Adresse, Sie brauchen nur Ihren Ausweis. Wie lange dauert es, bis es dort ist? Etwa eine halbe Stunde, dann können Sie kommen.
Muss ich vorher bezahlen oder erst dort? Sie zahlen direkt an der Wache mit Karte oder bar. In Ordnung, dann fahre ich gleich mit dem Taxi hin. Gute Idee. Es tut mir wirklich leid für die Umstände. Handtasche im Café vergessen. Entschuldigung, ich war vor einer Stunde hier und habe etwas vergessen. Kein Problem. Was genau haben Sie vergessen? Eine braune Ledertasche, ich habe sie am Tisch stehen lassen. Warten Sie kurz, ich schaue gleich im Fundkasten nach. Ich hoffe wirklich, dass sie noch da ist. War da noch etwas Bestimmtes drin, zur Sicherheit? Ja, mein Portemonnaie und meine Hausschlüssel. Gut, dann kann ich sicher sein, dass es Ihre ist. Ich bin so froh, dass ich zurückgekommen bin. Ein Gast hat sie tatsächlich vorhin abgegeben. Das ist wirklich sehr ehrlich von dieser Person. Hier, ich glaube, das ist genau Ihre Tasche. Ja, das ist sie. Vielen Dank. Gerne, ich freue mich, dass ich helfen konnte. Ich war so aufgeregt, als ich sie nicht mehr hatte. Das verstehe ich total, das wäre mir auch so gegangen. Können Sie mir noch sagen, wer sie abgegeben hat? Leider nicht, die Person ist schon wieder gegangen. Schade, ich hätte mich gerne bedankt. Vielleicht kommt sie ja wieder, das ist ein Stammgast. Feueralarm im Bürogebäude. Schnell, der Feueralarm geht los. Wir müssen sofort raus. Was? Ich habe gar nichts gehört, ich hatte Kopfhörer auf. Lassen Sie alles liegen, nehmen Sie nur Ihre Jacke. Ist das vielleicht nur eine Übung? Das weiß ich nicht, aber wir gehen jetzt lieber sofort. Wo ist eigentlich der nächste Notausgang? Dort vorne links, bei dem grünen Schild. Sollen wir den Aufzug nehmen, das geht schneller? Nein, bei Feueralarm nie den Aufzug benutzen. Stimmt, das hatte ich total vergessen. Wir nehmen die Treppe, das ist viel sicherer. Sollten wir die anderen Kollegen auch warnen? Die meisten sind schon draußen, ich sehe sie unten. Gut, dann gehen wir jetzt wirklich sofort. Bleiben Sie direkt hinter mir, es könnte voll werden. In Ordnung, ich folge Ihnen die ganze Treppe runter. Endlich, wir sind unten, gehen wir zum Sammelpunkt. Da drüben stehen schon alle anderen Kollegen. Zum Glück scheint es wirklich nur eine Übung zu sein. Trotzdem gut, dass Sie so schnell reagiert haben. Wiedersehen am Flughafen nach langer Zeit. Mama! Ich kann es kaum glauben, dass ich dich endlich sehe. Mein Schatz, du bist ja schon eine erwachsene Frau geworden. Ein Jahr ist wirklich viel zu lange, das nächste Mal komme ich früher. Wie war der Flug, bist du sehr müde? Es ging eigentlich ganz gut, ich habe die ganze Zeit geschlafen. Das freut mich, dann bist du nicht zu erschöpft. Wie geht es Papa, warum ist er nicht mitgekommen? Er wartet zu Hause, er hat schon dein Lieblingsessen gekocht. Das ist wirklich rührend von ihm, ich freue mich so. Du hast dich wirklich kein bisschen verändert.
Du auch nicht, du siehst wunderbar aus. Erzähl mir alles. Wie war das Leben im Ausland? Spannend, aber ich habe euch die ganze Zeit vermisst. Wir haben dich auch jeden einzelnen Tag vermisst. Wo hast du eigentlich geparkt? Ist es weit von hier? Nein, gleich hier auf dem kurzen Parkplatz. Gut, dann lass uns gleich zum Auto gehen. Warte, lass mich dir erst noch mit dem Koffer helfen. Danke, Mama, ich bin einfach nur so glücklich gerade. Ich auch, mein Schatz, komm, lass uns nach Hause fahren. Missverständnis beim ersten Date, falsches Café. Bist du zufällig Laura? Ich glaube, wir hatten uns online geschrieben. Ja, das bin ich. Bist du Tom? Ich warte hier schon eine Weile. Es tut mir so leid, ich war die ganze Zeit im falschen Café. Oh nein, wirklich? Wo warst du denn? 2 Straßen weiter, da gibt es noch ein Café mit ähnlichem Namen. Das erklärt, warum ich dich nicht gefunden habe. Ich habe dir geschrieben, aber du hast wohl nicht geantwortet. Mein Handy war leider die ganze Zeit im Flugmodus. Ach so, das erklärt natürlich alles. Zum Glück bin ich einfach hier geblieben und habe gewartet. Das war wirklich Glück, sonst hätten wir uns verpasst. Wollen wir uns trotzdem hier hinsetzen? Gerne, dieser Ort sieht sowieso viel schöner aus. Findest du auch? Ich mag die Blumen hier draußen sehr. Wirklich hübsch. Ich hole uns kurz eine Karte. Gute Idee, ich habe schon richtig Hunger. Ich auch, ich war zu nervös zum Frühstücken. Das ging mir genauso, ehrlich gesagt. Dann sind wir wohl beide ziemlich aufgeregt. Stimmt, aber jetzt kann der Nachmittag ja nur noch gut werden. Überraschungsparty heimlich planen. PSSST, komm her, ich muss dir etwas Wichtiges erzählen. Was denn? Du siehst richtig geheimnisvoll aus. Wir sollten für Nina eine Überraschungsparty organisieren. Das ist eine tolle Idee. Wann hat sie denn Geburtstag? Nächsten Samstag, wir haben also noch etwas Zeit. Wo sollen wir die Party denn machen? Ich dachte bei mir zu Hause in der Küche und im Garten. Perfekt, ich kann die Luftballons und Deko besorgen. Super, ich kümmere mich um Kuchen und Getränke. Wen sollen wir noch alles einladen? Ich schreibe eine Liste mit all ihren engen Freunden. Sollen wir eine gemeinsame Nachricht an alle schicken? Ja, aber schreib bitte dazu, dass es ein Geheimnis bleibt. Natürlich, ich sage niemandem ein einziges Wort. Wie bekommen wir sie eigentlich unbemerkt zu mir nach Hause? Ich könnte sie einfach zum Kaffeetrinken einladen. Gute Idee, das wird sie bestimmt nicht überraschen. Genau, und dann steht ihre ganze Familie plötzlich da. Ich freue mich schon so sehr auf ihr Gesicht. Ich auch, das wird bestimmt eine unvergessliche Party. Fußballspiel, Knöchel verstaucht. Autsch, ich glaube, ich habe mir den Knöchel verletzt. Bleib liegen, beweg dich nicht, ich schaue mal. Es tut wirklich sehr weh,
besonders wenn ich ihn bewege. Kannst du mir zeigen, wo genau es weh tut? Hier, direkt an der Außenseite vom Fuß. Es sieht schon ein bisschen geschwollen aus. Glaubst du, es ist gebrochen? Ich denke nicht, es fühlt sich eher wie eine Verstauchung an. Was sollen wir jetzt am besten machen? Wir sollten den Fuß sofort kühlen und hochlegen. Hast du zufällig etwas Kaltes in deiner Tasche? Ja, ich habe eine Wasserflasche, die ist noch ziemlich kalt. Danke, das fühlt sich schon etwas besser an. Ich denke, du solltest heute nicht weiterspielen. Ich glaube, du hast leider recht. Soll ich den Trainer holen, damit er sich das ansieht? Ja, bitte, das wäre gut. Kannst du überhaupt versuchen aufzustehen? Ich versuche es, aber halt mich bitte fest. Klar, ich helfe dir, langsam und vorsichtig. Kellner verschüttet Getränk über Gast. Oh nein, es tut mir so unglaublich leid. Oh, das ist ja kalt, aber keine Sorge, ist nicht so schlimm. Ich habe das Glas einfach falsch abgestellt, das war ganz allein meine Schuld. Das kann jedem mal passieren, wirklich kein Problem. Hier, nehmen Sie bitte diese Serviette für Ihren Ärmel. Danke schön, das hilft schon ein bisschen. Ist Ihre Bluse jetzt komplett ruiniert? Ich glaube nicht, es war ja nur Wasser mit Zitrone. Zum Glück, das lässt sich sicher gut auswaschen. Genau, das ist wirklich kein großes Drama. Ich bringe Ihnen selbstverständlich sofort ein neues Getränk. Das ist nicht nötig, aber trotzdem sehr nett von Ihnen. Ich möchte das gerne machen, es ist mir wichtig. Na gut, dann nehme ich gerne noch ein Wasser. Und darf ich Ihnen zur Entschuldigung einen Kaffee spendieren? Das ist wirklich nicht notwendig, aber sehr aufmerksam. Ich möchte einfach, dass Sie einen schönen Abend haben. Das habe ich trotzdem, machen Sie sich keine Sorgen. Vielen Dank für Ihr Verständnis, das beruhigt mich sehr. Kein Problem, solche Dinge passieren einfach manchmal.